Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja vor einiger Zeit mal gezeigt, wie ihr Sticker mit dem Cricut Maker machen könnt, und mich hat es immer so ein bisschen genervt, dass unten so viel Papier oder Stickerpapier verloren geht, weil ich nur innerhalb eines bestimmten Bereiches den Print and Cut machen kann. Und heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr ein komplettes A4-Sheet, wie ihr das drucken und dann aber eben auch ausplotten könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, ich werde ein A4-Blatt mit Stickern ausdrucken und ausschneiden. Das ist quasi so ein bisschen ein Hack, weil man mit dem Cricut Maker ja eben nur in einer bestimmten Größe oder bis zu einer maximalen Größe schneiden kann oder das Print and Cut machen kann. Und ja, ich habe da einfach eine Variante gesucht, wie ich ein komplettes A4-Blatt bedrucken und das dann ausschneiden kann. Es wird zugegebenermaßen nicht ganz so genau wie mit der Print and Cut Funktion, wo er dann die Linien, die es zusätzlich ausdruckt, einliest. Aber wenn ihr da einen genug großen Rand oder eine genug große weiße Outline macht um den Sticker herum, dann passt das eigentlich so. Kommt immer drauf an, was man will. Na, was wichtiger ist, muss es akkurat sein. Und dafür verliere ich unten eben von diesem Papier oder darf es auch ein bisschen abweichen. Wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist der Maker, weil bei dem hatten wir ja das Problem, dass wir nur eine bestimmte Größe haben, wo wir einen Print and Cut machen können. Und das heute ist ja der Hack dazu, wie ihr es auf einer ganzen A4-Seite das machen könnt. Dann habe ich die Standard-Gripmatte. Ich habe 300 Gramm Cardstock, so groß wie die Standard-Gripmatte ist, respektive der Klebebereich oder der Arbeitsbereich. Dann habe ich hier 200 Gramm Papier, weil ich werde nicht per se Klebesticker machen, sondern eigentlich mehr Ephemeras, die ich verwende für Scrapbooken. Und da habe ich zwei Seiten, weil ich mache immer eins mit dem Print und dann noch ein zweites nur das Ausschneiden, damit ich die dann aufeinander kleben kann und so ein möglichst stabiles Element habe. Ich habe eine Schere auf dem Tisch, mein selbst gebasteltes Entgitterungstool und einen Klebestreifen. Zum Arbeiten eben der Cricut Design Space. Dann werde ich mit PowerPoint arbeiten, aber könnt ihr auch ein anderes Tool nehmen, um die Sticker aufzubereiten und das Design aufzubereiten, und natürlich einen Drucker, um das Ganze auszudrucken. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und bereiten das Design vor, damit ihr damit dann arbeiten könnt. Starten wir zuerst mit der Vorbereitung, und hier habe ich das schon mal gemacht, aber ich erkläre euch kurz, was ich gemacht habe. Ich habe im PowerPoint ganz einfach die Seiteneinstellungen geändert bei Design. Hier Custom, und dann habe ich gesagt Portrait, und dann habe ich hier 21 cm mal 29,7 cm. Das korrigiert mir das jeweils auf 20,999, aber passt, das ist so marginal, das passt schon. Das ist einfach die Größe von der A4-Seite, ist 21 cm mal 29,7 cm. Dann kann ich hier OK drücken. Dann habe ich in den Hintergrund ein Viereck oder ein Rechteck gemacht. Habe ich ganz einfach so ein Rechteck eingefügt. Und dann habe ich die Größe festgelegt, auch auf die 29,7 mal 21 cm, und das dann ganz einfach zentriert und auch hier zentriert, damit es wirklich schön in der Mitte des Bildschirmes ist. Dann habe ich hier kleine Rechtecke oder kleine Vierecke eingefügt. Die sind wirklich marginal, 0,5 cm mal 0,5 cm.
Und das habe ich 4-mal gemacht und die dann jeweils wirklich geguckt, dass das muss nach links ausgerichtet sein und dann nach oben und so weiter und so fort, ne, dass die wirklich ganz außen in den Ecken sitzen. Das ist wichtig. Dann habe ich meinem Hintergrund kurz eine Farbe gegeben, damit ich sehe, was ich mache. Spielt auch keine Rolle, was für eine Farbe. Und ich habe dann diese Sticker eingefügt. Die habe ich ganz einfach auf meinem PC, hatte ich die als PNG gespeichert. Das heißt mit einem transparenten Hintergrund. Und das sind die Sticker, die ich für mein Scrapbook gemacht hatte mit einem weißen Outline. Und einfügen könnt ihr Sachen über Einfügen und dann Bilder und von eurem PC. So habe ich die eingefügt alle und dann in der Größe angepasst, so wie ich die brauche und die dann auch so ein bisschen so verteilt, dass die auf der ganzen A4-Seite Platz haben. Jetzt brauchen wir den Hintergrund, brauchen wir nicht mehr, den können wir löschen. Da drücke ich ganz einfach die Delete-Taste und dann könnt ihr das hier ausdrucken, so wie es ist. Da einfach drauf achten, wenn ihr das druckt. Hier dieses Scale to Fit Paper, das darf nicht aktiviert sein. Das heißt, hier darf kein Gutzeichen vorne dran sein. Und dann müsst ihr bei euren Printer Properties oder Printer-Einstellungen natürlich auch gucken, dass ihr, ich mache das jeweils mit optimal von der Ausgabequalität her und dann eben randloses Drucken aktiviert habt. Ich habe das schon ausgedruckt, deshalb drücke ich hier auf Abbrechen. Und beim Drucken müsst ihr einfach darauf achten, dass sich das nicht hin und her schiebt beim Drucken, sondern dass ihr das wirklich schön einzieht. Das heißt, die Raster, die ihr in eurem Drucker drin habt, dass ihr die wirklich eng macht, dass das Papier schön sauber durchgezogen wird. Das ist hierbei wichtig. Dann müssen wir das Ganze vorbereiten für den Cricut Design Space und da geht jetzt einfach hin. Ich habe das erste markiert, halte die Shift-Taste, markiere das nächste, wieder das nächste und dann wirklich auch die einzelnen Elemente hier alle markieren. Dann geht ihr auf die rechte Maustaste und sagt Save as Picture und dann können wir auch schon auf den Design Space. Beim Design Space habe ich einfach ein neues Projekt angelegt und jetzt müssen wir zuerst die Arbeitsmatte vorbereiten. Da gehe ich hin, mache hier ein Quadrat, dann hebe ich hier die Proportionen auf und sage von der Breite die 21 cm und von der Höhe die 29,7 cm. Genau die Größe, die ich brauche und dann braucht ihr auch nichts weiter dran zu machen, sondern dann könnt ihr hier auf Herstellen gehen. Das war mir so jetzt nicht bewusst, der sagt mir, das ist zu groß, der geht maximal auf 29,2, dann holen wir uns die große Matte. Sorry dafür, entweder ihr macht es einfach kleiner, das heißt, eure Seite ist dann trotzdem nicht eine A4-Seite oder ihr nehmt eben, wenn ihr die habt, die große Standard-Grip-Matte und dann geht es auch. Und dann kann ich weiter sagen, dann wähle ich beim Material Farbkarton und zwar den 200 Gramm, der reicht eigentlich. Und dann sagt er mir, ich kann die Matte laden und auch die Feinschnittklinge. Dann nehme ich hier die große Matte und lege meine Vorlage hier, die ich auf die Mattengröße geschnitten hatte, wirklich schön hier in das Viereck rein. Und es ist wichtig, dass ihr das sauber hinlegt, weil diese Vorlage wäre dazu gedacht, dass ihr die später wieder verwenden könnt. Und dann müsst ihr einfach jedes Mal die immer schön genau da hinlegen. Und ich mache das jeweils so, dass ich die hier oben in der Ecke noch ein bisschen verstärke. Weil da hat sie Tendenz, dass die sich so anfängt zu heben. Das wollen wir natürlich nicht.
so kann ich die reingeben. Und hier einfach darauf achten, dass ihr hier wirklich schön auf der Seite die Matte hier anlegt. Nicht, dass die da hier drüben, weil es hat immer so ein kleines bisschen Platz, dass die da drüben liegt, sondern die muss hier anliegen. Können wir die einziehen und auch schon lossagen. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight. Und dann können wir auch schon weitermachen. Dieses Element hier brauchen wir nicht mehr. Jetzt holen wir hier uns übers Hochladen unser Bild. Da könnt ihr Drag and Drop machen. Und dann sage ich jeweils Komplex, mache weiter. Sage hier weiter. Und jetzt brauche ich eben nicht das Print Uncut, sondern ich brauche nur die Outlines. Kann ich sagen Hochladen. Und dann dieses Bild nehmen und das einfügen. Jetzt ist es massiv größer und da könnt ihr jetzt einfach die Größe anpassen. Die Breite brauchen wir 21 cm und das sind dann 29,688 anstatt die 7, aber das passt. Da brauchen wir auch gar nichts weiter dran zu machen, sondern können jetzt einfach sagen herstellen. Sagt er mir wieder dasselbe mit der Matte, das passt. Sage weiter. Und hier nehme ich den 216er Cardstock. Oder, nee, ich habe hier ein Material angelegt, was 220 Gramm ist mit 290 Druck. Von dem her nehme ich das und dann kann ich das Ganze auch schon laden. Und jetzt haben wir ja hier quasi das Feld, wo wir das einfach reinlegen können. Ich mache das jeweils so, dass ich nicht mit dem starte, sondern mit dem leeren Papier. Und jetzt bringe ich das ganz einfach hier schön in dieses Feld rein. Dann kann ich es schon mal reingeben und das einmal schneiden lassen und auch hier wieder darauf achten, dass sie hier drüben schön anliegt. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide. Dann können wir die Watte wieder rausnehmen und uns das Ganze kurz angucken. What this is, yeah, I keep drowning in those blue eyes. Kann ich die Vorlage kurz nehmen und gucken, ob das einigermaßen stimmt, wenn ich das jetzt ausschneide. Das müsste einigermaßen funktionieren und jetzt kann ich die ganzen Elemente noch ablösen. And you can tell me all of your lies. I will put out. Und dann kann ich mein Papier mit den Motiven hier drauf bringen. Und dann können wir das reingeben. Auch wieder gucken, dass ihr schön drüben das Anlegen habt und dann einziehen. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. Brauchen wir den Plotter nicht mehr. Ich könnte natürlich euer Design speichern, wenn ihr das für eine andere Gelegenheit nochmal machen wollt. Jetzt können wir das Ganze hier ablösen. Gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. Und die Vorlage
könnt ihr zum Beispiel mit Klebestreifen so ein bisschen verstärken, damit die schön in Form bleibt und die fürs nächste Mal wieder aufbewahren, oder ihr schneidet euch das nächste Mal eine Vorlage. Was manche machen, ist, dass sie eine alte Schneidematte nehmen und das Ganze mit quasi Painters Tape machen und dann diese Matte immer einfach nur für Sticker erstellen verwenden. Auch das ist eine Möglichkeit, aber ich wollte mir meine Matte so nicht versauen. Wenn wir uns die Sticker angucken, es hat teilweise ein bisschen besser funktioniert, teilweise nicht ganz so gut. Wenn wir uns den angucken, der ist hier drüben, ist der ein bisschen nah und hat hier mehr Weiß. Den hier hat es super geschnitten. Hier eigentlich auch ganz okay. Das auch. Hier war es zu weit. Hier drüben, man sieht es gerade so an den Reifen, finde ich aber jetzt auch nicht so super schlimm. Der war gut. Vielleicht hier so ein bisschen eng. Der war auch okay. Der ist auch auf der Seite ein bisschen eng geraten. Die zu hier. Das heißt, per se hat es mir das Papier war zu weit drüben links. Aber eben, wenn ihr um das Design herum genügend weißen Rahmen macht, dann fällt es auch gar nicht so extrem stark auf. Ist immer die Frage, ne? Natürlich ist es mit den Linien, wenn ihr einen Print and Cut macht, wird es besser. Aber ich finde es einfach krass, wie viel Papier da jedes Mal unten weg ist. Papier geht ja noch, weil das kann ich anders verwenden. Aber beim Stickerpapier, gerade wenn ich das teure nehme, finde ich es echt nicht super, wenn ich so viel Papier eigentlich verliere, wo ich nicht drauf drucken kann. Ich hoffe, irgendwann korrigiert Cricut das, dass man da nicht auf diese Größe eingeschränkt ist, weil man müsste einfach einen größeren Rahmen zeichnen können. Dann wäre das ganze Problem gelöst und da müssten wir hier nicht Hacks suchen, damit wir auf eine A4-Seite drucken und schneiden können. Aber das war alles, was ich euch heute zeigen wollte. So könnt ihr eben eine A4-Seite bedrucken und ausplotten. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und da waren auch ein paar Tipps und Tricks mit dabei, die neu für euch waren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!